Je individueller wir leben, desto wichtiger werden Haustiere für uns. Viele Menschen heute leben nicht mehr mit einem Partner oder einer Familie, sondern mit einem Haustier. Unser Hund, die Katze oder das Meerschweinchen sind uns vertraut, kennen unser Innerstes und sind immer für uns da. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen fragen, ob diese Beziehung auch über den Tod hinaus besteht und ob eine Kontaktaufnahme möglich ist. Wenn auch du wissen möchtest, wie du deinem geliebten Haustier in der letzten Phase beistehen kannst und ob ein Kontakt ins Jenseits möglich ist, bleib dran. Nummer 1. Umgang mit einem sterbenden Tier. Auf die Frage, was zu tun ist, wenn ein Tier unheilbar krank ist bzw. schwerst verletzt ist, würden wohl die meisten Tierfreunde antworten, dass es für das Tier am besten ist, eingeschläfert zu werden. Die Präparate, die zum Einschläfern verwendet werden, allen voran T61, lähmen nicht nur den Körper, sondern auch das Feinstoffliche, womit der Weg der Seele vom Körper ins Jenseits erheblich erschwert wird. Tieren ist es lieber, wenn sie selber sterben dürfen. Sie lassen das Leben leichter los als die meisten Menschen. Hilfe sollte, wenn möglich, so aussehen, dass zum Beispiel Schmerzen gelindert werden oder die Psyche beruhigt wird. Somit bleibt die Seele frei für ihren Weg. Bei der Entscheidung, welche Mittel denn für welches Tier in der jeweiligen Situation sinnvoll sind, helfen insbesondere Bioresonanz- bzw. Radionikverfahren weiter, mit denen die Behandlungsform ganz individuell ausgetestet werden kann. Wer seinem verstorbenen Tier etwas besonders Gutes tun möchte, legt es noch für einige Stunden auf seinen Lieblingsplatz, zum Beispiel ins Körbchen, und streichelt es immer mal wieder. Die Seele hat somit Ruhe und Frieden, den Körper zu verlassen. Ein anschließendes, ruhiges Begräbnis bildet dann den Abschluss. Sterben bedeutet nicht das absolute Ende. Die Seele geht nie verloren. Sie ist Energie und die Liebe deines Tieres zu dir wird niemals enden, nur weil es gestorben ist. Euer unsichtbares Band wird immer da sein. Es ist ein Aufsteigen aus einem schwer gewordenen Körper. Die Seele verstorbener Tiere ist jedoch immer erreichbar. Wenn ein geliebtes Haustier stirbt, geht es zurück in die jenseitige Seelenheimat. Jeder Mensch kann durch Denken an das verstorbene Tier mit der Tierseele kommunizieren. Nummer 2. Haben Tiere spezielle Aufgaben hier auf der Erde, wenn sie inkarnieren? Die Aufgabe eines Tieres an deiner Seite kann vielfältig sein. Am besten weiß oft der Mensch selbst, welche Aufgabe das Tier an seiner Seite erfüllt. Neben Trostspenden und dem Spenden einer liebevollen und beruhigenden Atmosphäre kann die Aufgabe eines Tieres auch sein, seinen Menschen zu beschützen. Auch gibt es die spezielle Form des tierischen Begleiters, der als Gefäß für eine Menschenseele dient, die nicht an der Seite des Menschen inkarnieren konnte. In Gestalt eines Tieres hat die Seele so doch die Möglichkeit, zumindest für einige Zeit in leiblicher Form an der Seite des Menschen zu sein. Auch gibt es Tiere, die nach dem physischen Tod des Menschen dessen Seele ins Licht begleiten und ihnen dort Führer sind. Nummer 3. Tiere im Jenseits. Treffen wir sie wieder? Wenn eine innige Beziehung zum Tier bestanden hat, können wir das Haustier im Jenseits wieder treffen. Ähnlich wie bei geliebten Menschen gibt die Beziehung den Ausschlag. Eine innige Beziehung dauert über den Tod hinaus und Seelen, die einander nahe sind, werden sich wieder treffen. Je inniger die Beziehung zwischen dem Tier und seinem Halter und je höher das Liebesbewusstsein des jeweiligen Menschen, desto einfacher ist eine Begegnung im Jenseits möglich. Nummer 4. Kann ich mit einem verstorbenen Tier in Kontakt treten? Liebevolle Gedanken, schöne Erinnerungen, liebevolle Gefühle können der Tierseele jederzeit ins Jenseits gesendet werden. Auch Rituale können den Kontakt fördern, zum Beispiel Kerzen am Sterbetag anzünden oder Blumen an die Tierfotos stellen. Manchmal erscheinen die Tiere im Traum. Diese Träume können sich so realistisch anfühlen, dass sie sehr starke Gefühle auslösen. Oft geschieht dies in der Aufwachphase.
Sensitive Menschen können Tierseelen auch im Raum spüren oder sehen. Häufig bleiben verstorbene Tiere noch eine gewisse Zeit in ihrer früheren Umgebung und manche Menschen können die Tierseele fühlen oder sehen. Medial veranlagte oder in Tiertelekommunikation geschulte Menschen können mit ihren Tieren auch im Jenseits kommunizieren. Für alle, die noch nicht so erfahren sind, können sich auch von erfahrenen Medien eine Tiertelekommunikation buchen. Wie auch bei verstorbenen Angehörigen ist die Kommunikation mit dem verstorbenen Tier möglich. Denkt man an das verstorbene Tier, sendet ihm liebevolle Gedanken oder Worte, kommen diese im Jenseits an. Diese Worte haben enorme Kraft im Jenseits. Nummer 5. Wie kann man sich das vorstellen mit dem Kontakt? Wie auch bei Menschen ist es außerdem so, dass die Seele des verstorbenen Haustieres häufig noch einige Zeit bei seinen geliebten Menschen verbringt, ehe es vollständig auf die andere Seite geht. Dies kann auch geschehen, weil wir, die Besitzer, uns unser Tier so sehr an unserer Seite wünschen. Auch in Träumen ist eine Kontaktaufnahme möglich. In der Regel zeichnen sich Träume, in der das Haustier den Menschen wirklich besucht, durch besondere Intensität aus und durch das klare Gefühl, das Tier sei wirklich anwesend. So können sie von gewöhnlichen Träumen unterschieden werden. Es gibt auch mediale Menschen, die Tiere sehen und deutlich spüren können, sowie in Tiertelekommunikation geschulte Menschen. Sind einem die eigenen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zu wenig und hat man noch Fragen an das verstorbene Tier, kann man zu einer solchen Person Kontakt aufnehmen, um sich auch offene Fragen beantworten zu lassen. Übung. Wer es aber einmal selbst ausprobieren möchte, der kann auch erstmal eine kleine Meditation machen, um zur Ruhe zu kommen. Mach dein Handy auf lautlos, versuche durch gleichmäßiges Atmen in einen meditativen Zustand zu gelangen, lege deine rechte Hand auf dein Herz und versuche durch Bilder und liebevolle Gedanken mit deinem Tier zu kommunizieren. Schicke deinem Tier Bilder von gelebten Situationen oder versuche Licht einzuatmen und deinem Tier dieses Licht und Liebe zu schicken. Kannst du die Liebe deines Tieres spüren? Du kannst auch Fragen stellen. Kommt sofort eine Antwort, ist es dein Tier? Kommt die Antwort aber erst nach 2 Minuten, dann ist es dein Verstand, der sich etwas zusammenschustert. Oft ist die Antwort auch so blitzschnell da, obwohl du nicht mal zu Ende gefragt hast. Am besten funktioniert es auch, wenn ihr nicht in einer zu tiefen Trauer steckt. Umso höher ihr schwingt, desto einfacher funktioniert es. Und wenn ihr am Anfang erstmal pure Liebe fließen lässt, dann ist das ein guter Anfang. Ihr werdet sehen, dass eure Tiere förmlich drauf warten, auf den Kontakt zu euch. Viel Spaß beim Üben und ganz tolle Kontakte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr schon eure Tiere beim Sterben begleitet? Oder habt ihr schon Botschaften von euren Tieren aus dem Jenseits erhalten? Über eure Kommentare würde ich mich riesig freuen. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Vor fast genau 15 Jahren war ich Geburtshelfer von meinem Seelenhund Jedo. Und vor ein paar Wochen habe ich ihn bis an die Regenbogenbrücke begleitet. Und so traurig das auch sein mag, über das Vertrauen und die bedingungslose Liebe, die ich durch ihn erfahren durfte, bin ich so sehr dankbar für alle, die gerade auch in so einer Situation sind und ihr geliebtes Haustier im Sterbeprozess begleiten. Ich möchte euch einfach nur Mut machen, dass es danach nicht vorbei ist. Eure Tiere sind immer noch in eurer Nähe und ihr könnt, wann immer euch es beliebt, mit euren Tieren Kontakt aufnehmen. Vielleicht ist das ein kleiner Trost in der jetzigen Situation. Ich bin einfach nur so sehr dankbar für das Vertrauen und die bedingungslose Liebe, die er mir entgegengebracht hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
und vergiss nie, du bist geliebt.